Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Natürlich, wie immer, vielen Dank, dass ihr weiterhin mit am Start seid. EA und DICE haben gestern ja den neuen Gameplay-Trailer zur Season 4 11th Hour präsentiert. Ich denke, der eine oder andere, vermutlich alle, haben den Gameplay-Trailer schon gesehen. Da gab es nähere Einblicke zur neuen Karte, den neuen Spezialisten, den neuen Waffen, neuen Fahrzeugen, 100 neuen Battle Pass-Stufen und vielem mehr. All das checken wir jetzt gemeinsam natürlich im heutigen Video. Und an der Stelle, falls euch der Content gefällt, schallert sehr gerne einen Daumen nach oben raus. Würde mich an der Stelle sehr freuen und werdet auch gerne Teil mit einem kostenlosen Abo der ATC Crew. Kommen wir jetzt aber zu den einzelnen Topics. Beginnen wollen wir mal mit der neuen Karte Flashpoint, die uns thematisch nach Südafrika schickt. Die Karte sollte sowohl für Infanterieliebhaber durch das verzweigte Tunnelsystem, aber natürlich auch für Fahrzeug-Gameplay außerhalb durch die felsigen Landschaften gut geeignet sein. Vielleicht auch mal wieder das ein oder andere für unsere Heli- und Kampfjet-Piloten. Schauen wir mal, was da kommt. Trailertechnisch sieht das Ganze natürlich sehr schmackhaft aus. Wie es sich aber dann spielt, erfahren wir spätestens am 28. Februar. Das ist nämlich auch der Starttermin der neuen Season. Die neue Spezialistin Camilla Blasco kommt ebenfalls mit ins Spiel. Über die hatten wir schon eingehend im letzten Video gesprochen gehabt. Die hat eine taktische Ausrüstung dabei, um keine Bewegungssensoren auszulösen. Das ist ihr X6 Inflationsgerät und das verhindert eben, dass sie von feindlichen Geräten und so weiter erfasst wird. Zuzüglich halt auch nicht am Radar gespottet wird. Dementsprechend haben wir sie ja gemeinsam so als die neue Stealth-Spezialistin aus der Recon-Klasse getauft. Und ich denke, es könnte ganz interessant werden. Auf jeden Fall etwas, auf das ich mich persönlich freuen würde an der Stelle. Auch werden wir natürlich wieder neue Waffen ins Spiel reinbekommen. Vieles davon haben wir auch schon gesehen. Temporal hat aber extra gesagt, dass er absichtlich nicht alles schon vorab released hat. Also sind durchaus ein paar neue Infos mit dabei. Die Super 500 Schrotflinte als Seitenwaffe kommt ins Spiel, was natürlich absolut krank ist. Also dann noch mit Seitenwaffen mit einer Schrot rumlaufen. Ja, moin. Das könnte sehr spannend werden. Das RM 68 Sturmgewehr mit einem integrierten Schalldämpfer drauf. Also auch da schauen wir mal, das könnte so ein bisschen in die BSV-Ecke gehen. MP-AC9, die hatten wir schon im letzten Video gesprochen. Also eine SMG. Die RPT-31 LMG oder das RPT-31 LMG soll wohl ein Slowfire LMG sein, aber dafür mit brutalen Schaden und einen SPH-Sprengwerfer zum Infanterie-Schnetzeln bekommen wir auch mit der neuen Season. Zusätzlich, und auch das sind wir aus den Season-Updates ja schon gewohnt, wird es ein neues Fahrzeug geben. Es handelt sich diesmal um einen Schützenpanzer, den CAV Brawler. Der hat einen integrierten Granatwerfer oder auf jeden Fall Granatwerfer in der Ausstattung. Könnte so ein bisschen funktionieren wie die Antipersonenminen. Ihr erinnert euch vielleicht an Battlefield 5, die Battlefield 5 Tanks, um die Infanterie einem vom Leib zu halten. Zudem, und das ist relativ unique, soll dieser auch als Teamspawn dienen. Das bedeutet, dass auch wenn das Fahrzeug voll besetzt ist, ihr mit eurem Team auf dem Fahrzeug spawnen könntet. Was erwartet uns jetzt also noch in Season 4, mit Ausnahme natürlich von den neuen Battle Pass Stufen? Wir bekommen noch die überarbeiteten Karten zu ausrangiert und auch Sanduhr, wobei man bei Sanduhr natürlich sagen muss, das könnte durchaus noch ein bisschen dauern. Vorrangig wird mal ausrangiert, priorisiert werden und auch darüber hatten wir im vergangenen Video schon gesprochen. Ich denke, das sind die beiden Karten, die mit am dringendsten ein Update benötigen würden. Zum Schluss wollen wir jetzt auch noch einmal auf Season 5 zumindest einen kleinen Ausblick werfen. Also zunächst, es ist jetzt nicht so viel offiziell bekannt, außer natürlich, dass es wohl keinen neuen Spezialisten mehr geben wird. Ansonsten dürfen wir wohl alles erwarten, was zu einem traditionellen Season-Update kommen kann. Und das bedeutet im Battlefield 2042 in der Regel, dass wir wieder eine neue Karte bekommen werden. Auch hier gibt es schon einen kleinen Sneak Peek, und zwar soll es sich um einen vergessenen Kriegsschauplatz aus einer Ära handeln, die man zuletzt in Battlefield 4 gesehen hat. Also spannend. Battlefield 4, welcher Rework könnte denn das sein oder welche Art von Karte könnte das sein? Ich glaube nämlich gar nicht, dass es einfach nur eine reworkte Karte ist, sondern dass die halt sehr stark an eine Battlefield 4 Karte angelehnt wird, ganz einfach vom Style, vom Map-Design, und das wäre doch durchaus wünschenswert an der Stelle. Also,
Auch hier könnt ihr mal eure Vermutung in die Kommentare packen und vielleicht auch mal so einen kleinen Ausblick auf welche Karte bzw. auf welchen Kartentyp. Ich nenne jetzt einfach mal als Beispiel Nautic Gameplay. Also vielleicht wollt ihr alle wieder Boote mit im Spiel, keine Ahnung. Packt es mir sehr gerne in die Kommentare. Neue Waffen und Gadgets wird es natürlich geben und mit Sicherheit auch nochmal ein neues Fahr- und Flugzeug oder vielleicht auch mal wieder einen neuen Heli. Man merkt schon, DICE gibt das Spiel noch nicht auf. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob nach der Season 5 nochmal etwas kommt, also sprich, ob es eine Season 6 geht oder ob man dann den Fokus wirklich auf das Nachfolge Battlefield oder den Nachfolge Battlefield Teil legen wird. Aber ich finde es durchaus den richtigen Weg, weil am Ende müssen wir einfach noch ein paar Jahre mit dem Spiel leben, weil zu viel wird da zu Battlefield 7 auch noch nicht passiert sein und dementsprechend würde ich oder sehe ich das positiv, dass klar, es sind viele Fehler gemacht worden, aber zumindest wird das Spiel jetzt dahin gebracht, wo es von Anfang an hätte sein sollen. Viel Potenzial verschenkt, aber am Ende bringt es ja auch nichts, wenn man das permanent und täglich in jedem Video immer erwähnt. Das bringt uns alle nicht weiter. Irgendwann muss man auch mal einen Cut machen und sagen, okay, jetzt freuen wir uns mal auf das, was kommt und den Rest lassen wir mal außen vor. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, zur Season auf jeden Fall interessante neue Inhalte. Ich freue mich besonders auf die neue Karte. Ich bin auch relativ interessiert an der neuen Spezialistin. Es könnte auf jeden Fall auch richtig, richtig gut werden. Was haltet ihr davon? Auf welchen Season-Inhalt freut ihr euch bis jetzt am meisten? Packt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und damit war es das auch für heute. Kurzes, knackiges Video zum Wochenendstart. Ihr seid jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Teilt das Video gerne mit euren Mates und wir sehen uns ganz, ganz sicher im nächsten, beziehungsweise vielleicht auch mal wieder zum Livestream. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viel versprechen. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, Leute. Und bis dann, euer A-Team. Wir werden hier beschossen!